Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Ich habe mal wieder was bestellt, weil ich bestelle ja regelmäßig Sachen, einfach um auf dem Laufenden zu bleiben, einmal für die Aufbereitung neuer Produkte zu entdecken, aber auch für euch, ihr fragt ja permanent nach neuen Produkten und wenn ich die nicht kenne, ist halt immer blöd, deswegen bestelle ich regelmäßig Neuheiten und im Rahmen meiner Produktbestellung habe ich jetzt zwei Dinge gefunden. Einmal das Surfaces Hydro Ceramic Wet Coat, vielleicht nochmal so rum, eine Nassversiegelung. Warum, was wir damit machen, wofür wir die brauchen, dazu nochmal später mehr. Ich muss wieder zum Friseur, sehe ich gerade. Und, fand ich ganz spannend, habe ich auch schon mal ausgepackt, Chemical Works Interior Ultra Plush Towel. Die sind Innenraumtücher, die ausgeschrieben sind für auch besonders empfindliche Oberflächen. Ich finde, die wirken extrem weich, ich packe sie gerade mal nebenbei aus, und haben ja wirklich wie so eine Fließseite, ne? Also es fühlt sich an wie so eine Fließjacke, extrem weich auf der einen Seite und sehr weich auf der anderen, also sehr weich und extrem weich. Ich finde, es könnte sogar als Trockentuch, also trockenes Tuch für den Innenraum ganz gut funktionieren, um Staub runterzunehmen, aber werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren und euch dann wahrscheinlich in diesem Video, weil den werde ich ein bisschen länger testen können, aber auf jeden Fall dann bei Fragen kann ich euch dazu Feedback geben. In diesem Video gibt es auf jeden Fall noch was zu dem Wet Coat. Das probieren wir nämlich mal aus, weil wir suchen nämlich ein neues, aber dazu dann gleich mehr. Auto ist hier schon vorbereitet, ich zeige euch was vorher und dann geht's weiter. Ist aufgedreht? Ist aufgedreht, Marcel? Ja. Nochmal? Aha! Der Marcelli Kerch hat jetzt das restliche Auto ab. Ich würde sagen, Performance gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt fängt es dummerweise an zu regnen. Ich wollte nämlich das Auto einmal rausfahren, weil das ist nämlich eine Krux an Nassversiegelung. Es funktionieren sehr viele sehr, sehr gut, aber sehr viele machen halt auch Flecken oder Schatten, die man kaum wieder wegbekommt durch Abwischen. Da muss man dann wieder mit Quick Detail darüber, was zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet. Aber ich sage gleich noch ein bisschen mehr was dazu. Jetzt regnet es hier gerade draußen. Ich warte mal, bis drin wieder leiser ist und erzähle euch dann noch mal ein bisschen was zum Thema Nassversiegelung und meine Anforderungen an eine Nassversiegelung. So, einmal kurz umgezogen wieder drin und nochmal 3 Wörter dazu. Also, mir ist ganz wichtig, dass eine Nassversiegelung möglichst wenig Gefahrensymbole enthält, weil es ein Produkt, was in der Luft vernebelt wird, versprüht wird und wenn man das jeden Tag mehrfach benutzt, muss man das einfach nicht dauerhaft einatmen. Das kann nicht gut sein. Zweitens, das Produkt muss schnell zu verarbeiten sein. Das bringt mir nichts, wenn ich einen extra Arbeitsschritt machen muss, den ich sonst nicht habe. Also im Idealfall sprühe ich ihn einmal kurz auf. Das dauert 10 Sekunden länger, als wenn ich halt den Schritt nicht mache und sprühe ihn dann ab oder sprühe ihn direkt in Hochdruckreiniger. Ich mag keine Produkte, die ich extra irgendwie mit dem Schaum aufsprühen muss, wo dann Schaum auf allen Ritzen kommt. Das ist einfach nicht so meine Anforderung, weil eine Nassversiegelung für mich eine schnelle Pflege ist für Autos, die sonst keine Versiegelung haben, bekommen. Oder aber, so wie das Auto, eigentlich versiegelte Autos, die einfach nochmal einen kleinen Push nach der Wäsche brauchen. So. Dafür will ich eine Nassversiegelung, also so wenig Aufwand machen. Wenn ich Aufwand will, nehme ich ein Produkt, was einfach länger hält und ein bisschen oder dann deutlich aufwendiger ist. Das ist meine Anforderung. Es darf auch keine Flecken machen. Aktuell haben wir verschiedene Produkte benutzt oder auch viele ausprobiert, unter anderem Labo Cosmetic Beneficia, Sonax SE Splash, Wet Coat, Kochchemie Protector Wax, Sonax Nanolex SE Splash, Sonax Spray and Seal, und noch ein paar andere. Wir suchen halt ein neues Produkt. Wir haben aktuell oder wir hatten immer das Sonax Hypercoat im Einsatz, funktioniert auch mega gut. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist ein Produkt, was für die Waschstraße entwickelt wurde. Es soll 1:100 verdünnt werden und es ist in seiner puren Form
ätzend, ne? Also Gefahrensymbol ätzend. Und wir haben es immer so verarbeitet, dass wir es direkt in den Hochdruckreinigerstrahl gesprüht haben. Dadurch wurde es verdünnt und hat hervorragend funktioniert, mega Performance, aber der Nebel lag halt die ganze Zeit in der Luft und ich finde das einfach nicht geil, wenn da der Nebel von so einem ätzenden Produkt in der Luft liegt. Deswegen ist das was, wofür ich einen Ersatz suche. Also schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Produkte du am liebsten als Nassversiegelung benutzt, welche Favoriten du da hast, vor allen Dingen im Hinblick auf Fleckenbildung. Wir machen es auch jetzt nochmal trocken, hoffen, dass es dann aufhört zu regnen und gucken dann nochmal draußen, ob es Flecken gibt. Und dann gibt es auf jeden Fall nochmal ein Fazit. Aber bevor ich euer Feedback lese, vielleicht auch nochmal mein aktueller Stand bei diesen Produkten. Also, Hypercoat habe ich ja gesagt, haben wir bislang benutzt, ist auch nochmal Sallys Lieblingsprodukt. Wie gesagt, gefällt mir der Gefahrenhinweis nicht. Ansonsten Performance super, Flecken eigentlich gar keine, gar kein Problem. Essie Splash und Labo Benficia, wunderbare Performance, wirklich mega, auch schön glatt danach, lässt sich gut verarbeiten, aber auf dunklen Autos bis jetzt schon wirklich häufiger Flecken gehabt, nervt. Solax Spray and Seal fand ich eigentlich ganz cool, aber Marcelli hat da noch ein paar Einwände, deswegen Marcelli, erzähl mir doch mal, was du mir gerade zum Spray and Seal erzählt hast. Spray and Seal muss komplett vernetzt werden, das ist meine persönliche Meinung, weil man das nicht ganz so schön mit dem Kärcherstrahl verteilen kann. Wenn die Temperaturen höher sind, ist es auch schwierig, dann fängt es wieder an, sich an der einen oder anderen Stelle einzubrennen und dann gibt es halt auch wieder Flecken. Die kriegt man relativ einfach weg mit einem Trockentuch, dann beim Trocknen, aber man hat halt hier und da immer ein bisschen mehr Aufwand, als wie man sich das vorstellt bei einer vernünftigen Nassversiegelung. Ja, super, danke Marcelli. Also kurz zusammengefasst, was mir beim Spray and Seal super gefällt, es kann aufs eingeschamponierte Auto gesprüht werden, also direkt nach dem Waschen, ohne Abspielen, einfach drauf, funktioniert da auch, aber Marcel hat schon recht, die Performance ist nicht ganz State of the Art, sage ich mal, da gibt es Produkte, die performen einfach mehr, die ich gerade genannt habe. Und, was Marcel auch gerade erklärt hat, man muss wirklich sehr viel aufsprühen. Ne? Sonst diese Nassversiegelungen werden eher so genebelt. Es reicht, wenn sie sich drauflegen und dann nochmal im Hochdruckreiniger mitverteilt werden. Das geht beim Spray and Seal nicht. Da muss man wirklich jedes Bauteil sehr gründlich einsprühen, damit man eine gute Performance hat. Deswegen auch noch nicht genau das Gelbe vom Ei, sondern nicht genau perfektes Produkt, was ich gesucht habe. Ich muss den Namen jetzt wieder durchlesen, weil die heißen ja alle ähnlich, aber doch anders. Surfaces Hydro Ceramic Wet Coat. Wird jetzt auf jeden Fall mal die Flasche lang ausprobiert. Bei verschiedenen Autos, bei hellen, bei dunklen und auch mal bei unseren eigenen, um die Performance zu sehen. Ich erwarte von der Nassversiegelung keine extreme Haltbarkeit von 5-6 Wäschen. Mir reicht es, wenn ich es bei der nächsten Wäsche noch sehe. Dafür ist es da, um regelmäßig aufgefrischt zu werden. Aber zumindest so lange wäre schon cool, wenn es hält. So, das Wetter hat leider nicht mitgespielt. Das heißt, ich konnte euch nicht zeigen, dass es eigentlich auch nichts zu sehen gab. Denn Flecken hat das Produkt diesmal nicht gemacht. Marcel versteckt sich. Marcel! Hier ist er. Komm her! Bitte! Ich hab grad ein Stück Schoki im Mund. Ist nicht so schlimm, hast du ja immer. Surfaces Nassversiegelung, erinnerst du dich noch? Ja. Was sagst du bis jetzt dazu? Hast du jetzt schon ein paar Mal verwendet. Die Flasche ist auch schon leer tatsächlich. Ja. Bei dem einen oder anderen Lack sollte man ein bisschen aufpassen mit Schlieren und man sollte sollte man noch mal nachwischen. Ja, also auf dem Schirm haben wie bei vielen Nassversiegelungen Flecken. Performance war super, ne? Hat schön geperlt, kann man wirklich machen. Vernünftiges Produkt, von daher, wer es mal ausprobieren will, verlinken wir euch natürlich, könnt ihr euch mal bestellen. 10% Rabatt gibt es auch. Ja, gerne. Ansonsten derartige Videos, also mal so ein kleiner Product Review und aber vor allen Dingen auch Spezialthemen, also Polieren, Leisten, also wirklich so Themen, die jetzt nicht für die breite Masse sind, weil YouTube einfach mittlerweile durch den Algorithmus so gestaltet hat, dass wir nicht mal mehr unsere Abonnenten erreichen. Ne? Wir haben jetzt 87.000 Abonnenten. Unsere Videos haben im Schnitt am Anfang irgendwas zwischen 5.000 und 15.000 Aufrufe. Ist ganz klar, dass es da viele Abonnenten gibt, die unsere Videos gar nicht mehr angezeigt bekommen. Und deswegen muss man natürlich gucken, dass man Videos macht, die für möglichst viele Leute interessant sind. Denn je mehr am Anfang draufklicken, je mehr kommentieren, je mehr Daumen hoch geben, desto mehr wird es ausgespielt. Und desto mehr haben wir auch davon, weil wir sind natürlich ein Unternehmen. Wir machen das ja auch aus einem Eigeninteresse, ganz klar. Deswegen haben wir uns entschieden, wir werden ein YouTube Autolackaffen Plus, Autolackaffen Pro, eine Kanalmitgliedschaft für euch zur Verfügung stellen, wo wir auch mal über Themen sprechen, die jetzt wirklich ein bisschen nischiger sind, wo es uns Speziellen geht, nämlich eben so eine Nassversiegelung oder aber auch mal Poliertechnik oder Knettechnik oder was auch immer. Gibt es auf jeden Fall mehr Content für Profis und die es noch werden wollen, könnt ihr euch einfach mal hier unten in der Videobeschreibung angucken, wenn es soweit ist. Dieser Vlog erscheint jetzt noch hier einfach mal, um zu zeigen, was wir da so machen. Also wer da Bock drauf hat, noch tiefer ins Thema reinzugehen, nochmal Themen zu machen, die sich für die breite Masse nicht lohnen, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.